Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Nachricht für uns, Auswahlorakel. Roter Buddha, silberner Buddha. Wählt einen oder wählt beide oder gibt beiden ein Thema, auch das geht. Wie auch immer ihr das machen möchtet. Wie immer mische ich vor der Kamera. Das dauert ein bisschen. Spult halt, wenn es euch zu lang geht. Auch wie alle möchten selbst, ne? Muss jeder selber wissen, was er sehen will oder nicht. Ich mache es halt so und es bleibt auch so. So. Oh, ups, hier wollten 2 mit raus. Dann hier auch. Okay. Ich muss euch mal kurz auf Pause schalten. Ich habe meine Jacke verkehrt rum an. Und jetzt hört ihr da immer dieses Geräusch. Das ist, weil die am Kabel von meinem Sternenlicht rankommt. Aber ich müsste es gleich haben. Jetzt. Alles rächt sich sofort, ne? Wenn man mal irgendetwas macht. So. Dann nehmen wir noch eine Eule heute. Dann dürft ihr wählen. Ich lege es gleich noch schöner hin. Mich persönlich stört es immer, wenn das so ein Gewurschtel ist. Okay. Ich nehme den roten, obwohl ich erst den silbernen wollte. Okay. Wir haben die Gnade. Ich sage euch gleich mehr. Die Brunnenkresse. Das Üben und das Loslassen. Na toll, ne? Und wir haben den Engel der Herzenssehnsucht. Irgendeine Nachricht, die an uns nagt, eine Kommunikation, etwas, was sich vielleicht aus einem Gespräch nicht so ergeben hat, wie wir das wollten. Möglicherweise hat dich jemand gekränkt, irgendetwas gesagt, oder aber du wartest auf eine Nachricht, die nicht eintrifft. Auch das kann sein. Oder ja, irgendwie möglicherweise ein Schriftstück, das erwartet wird und nicht kommt. Oder aber auch irgendwie ein verschwundener Brief, ein verschwundener Satz von irgendetwas. Ich habe das gerade erst selbst erlebt. An meinem Geburtstag kam auch eine Karte nicht an. Sowas alles, ne? Oder aber, es gibt eben viele Bedeutungen der Karten, kann es hier sein, dass du zum Beispiel, also es gibt wirklich viele Szenarien für diese Kombination, auf nichts mehr reagieren solltest, was dich verbal herausfordert, nennen wir es so. So, wenn die Gnadekarte kommt, dann haben wir hier tatsächlich, dass uns eine
coole Zeit der Leichtigkeit bevorsteht, auch der Inspiration. Die Fähigkeit verbessert sich, die andere Welt zu vernehmen oder erweitert sich. Es geht lieb und freundlich zu. Wenn man sich im Zustand der Gnade befindet, bedeutet es, dass man von oben gesegnet ist. Gnade hat auch was mit innerer Größe zu tun. Es kann sein, dass man nicht auf seine Meinung bestehen muss. Das ist das letzte Szenario. Auch wenn man weiß, dass man eigentlich recht hätte. Und man ist bereit, etwas fallen zu lassen, loszulassen. In dem Wissen, dass es eigentlich für das große Ganze nicht wirklich bedeutsam ist. Ne? Das gehört wohl hier zur Übung. Ich persönlich finde das ganz toll, wenn sich sowas einstellt, denn es macht wirklich friedlich im Leben, wenn man nicht auf alles reagiert, wenn man nicht auf jeden Mist einsteigt, wenn man einfach bei sich ist und weiß, labert ihr euer Ding und ich mache meins, ja. So, es gibt auch Momente, wo man gnadenlos ehrlich sein muss. Das gehört auch dazu. Wie man das verkauft, bleibt ja bei jedem selbst. Manchmal ist es auch so, je öfter man was durchgekaut hat, desto weniger Sinn macht es nochmal und nochmal und nochmal. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, die anderen davon zu überzeugen, was sie jetzt sollen oder nicht, oder ob sie unserer Meinung sein sollen oder nicht. Es geht um entspanntes Loslassen, Abgeben von Kontrolle, da wird sich dann auch die Wunscherfüllung besser einstellen, weil man sich einfach nicht begrenzt. Ne? Man kriegt oft Sachen erfüllt, die hätte man nie geglaubt, auf welchem Weg, und um das geht es auch mit. So, das Wasser soll hier fließen, auch die Emotionen. Man soll vertrauensvoll im großen Fluss des Lebens baden. Und wenn man immer mehr der Herzenssehnsucht folgt, kriegt man hier auch die Offenbarung für den eigenen Seelenplan greifbarer. Da mag Kommunikation ein Stück weit dazu gehören. So, was sagt uns die Eule hier noch? Was du tust, muss nicht immer Sinn machen. Manchmal reicht es schon, wenn es einfach Spaß macht. Das war unsere Botschaft. Dann gucken wir auf die andere Seite. Oh, ihr habt die Liebe mit der Heckenrosenfee, das Gänseblümchen, die wahren Gefühle, das Schlagwort Tochter, Töchter, Tochter sein, Töchter haben, zum Beispiel. Ihr habt den Engel der Kommunikation, da doppelt sich was, ich sag's euch gleich. Und euer Erfahrungsschatz wird euch hier sehr weit bringen. Möglicherweise startet ihr irgendeine Reise in eurem Leben zu neuen Ufern. Euer Unterbewusstsein zeigt euch irgendwelche Träume und Wünsche auf. Und das zwar so, wo ihr bisher gedacht habt, es geht ja hier um das Öffnen dieses Buches, ehrlich zu sich selber sein, wissen, was man will. Ja? Und ich glaube, dass da viele Träume und Wünsche aufgezeigt werden, die man auch wegdrängelt oder wo man denkt, ach ja, es geht auch ohne. Und trotzdem ist es am Ende nur ein Verdrängen. Die Heckenrosenfee gibt euch hier noch mit, dass ihr bewusst werden solltet, dass überall um euch herum auch Liebe ist, dass alle Erfahrungen ein großer spiritueller Entwicklungsprozess mit sich bringt. Es geht darum, vielleicht auch Romantik oder Liebesdinge zu genesen, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Liebe gegeben und angenommen werden muss.
Ja, und es geht auch darum, die Dinge wieder mehr mit den Augen der Liebe anzugucken. Hier erhaltet ihr mehr Wertschätzung, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Es geht ein bisschen darum, das Herz zu öffnen und es auch zu spüren. Und es geht um das Gefühl, dass man gut so ist, wie man ist. Ne? Hier steckt auch dieses Verletztheitsding dahinter. Jemand könnte einen nicht mögen oder nicht lieben, weil man nicht so oder so oder so ist. Das kommt gerade bei dem Tochtersein sehr auf. Wenn ihr keine Töchter habt, wisst ihr aber, was damit gemeint ist. Die Mütter haben an die Töchter oft, ich nenne es mal, gerade bei Töchtern, ne, bestimmte Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, damit sie gut genug sind. Und darum geht es. Möglicherweise habt ihr das in Beziehungen auch schon mal erlebt. Mit dem Gänseblümchen kriegt ihr hier noch gesagt, man schafft alles, was man will, auch wenn du getreten wurdest. Das Gänseblümchen richtet sich immer wieder auf. Ja, und den Blickwinkel wieder zu wechseln, den Kopf hochzuhalten, die Liebe wieder zu sehen, die Wertschätzung zu empfangen. Geschieht hier sehr viel im Bereich der Kommunikation. Und hier geht es um die wahren Gefühle und mit dem Engel der Kommunikation geht es darum, diesen Gefühlen auch Platz zu geben und sie auszusprechen. Vielleicht ist Wahrheit manchmal überrumpelnd, ja. Auch das kann sowas sein, ne? Man sagt nicht alles, was man denkt, weil man dann weiß, man entspricht nicht den Vorstellungen von anderen. Möglicherweise habt ihr hier ein Thema, wo ihr euch mal mit den Töchtern aussprecht oder austauscht, wo es da Missverständnisse gab oder wo ihr eurem eigenen Tochtersein, ja, ich würde mal sagen, ein Okay gibt. So, Zeit mal wieder etwas Neues zu wagen, sagt euch die Eule hier noch. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.